Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Stricken mit Calypso. Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Mein Name ist Calypso und ich stricke super gerne seit über 20 Jahren. In den letzten Wochen habe ich mich intensiv mit dem Thema Kreativität im Rahmen unseres Lieblingshobbys Stricken auseinandergesetzt. Ich habe mehrere Texte gelesen, in der Literatur ein bisschen recherchiert und mir auch selber ein paar Gedanken gemacht, was bedeutet Kreativität in Bezug auf unser Lieblingshobby Stricken, aber natürlich kann man dieses Video auch übertragen auf andere handwerkliche Aktivitäten oder Handarbeiten wie Nähen oder Makramee machen oder Häkeln oder andere Aktivitäten. Könnt ihr das natürlich gerne übertragen. Ich beziehe mich natürlich die meiste Zeit oder hauptsächlich aufs Stricken, weil Stricken mein Lieblingshobby ist und es auf diesem Channel hauptsächlich oder nur ums Stricken geht. Deswegen freue ich mich sehr, heute diese Erkenntnisse mit euch teilen zu können, die ich mir angelesen habe. Und deswegen geht es auch los mit diesem Video. Ich muss aber vorweg sagen, dass dieses Thema doch etwas umfangreicher war und ich deshalb beschlossen habe, 2 Videos zu machen, beziehungsweise dieses Video in 2 Videos zu unterteilen, damit ihr das häppchenweise euch angucken könnt und keinen Informationsüberfluss auf einmal bekommt. Außerdem fand ich es interessant, noch das Thema Inspiration mit einzubeziehen, weil Inspiration und Kreativität schon nah beieinander liegen oder sich gegenseitig auf jeden Fall füttern. Da ich aber noch dabei bin, Teil 2 dieses Videos zu schreiben, kann ich noch nicht genau sagen, ob ich das Thema Inspiration noch mit einbauen werde im zweiten Teil dieses Videos oder ob ich dazu vielleicht sogar ein extra Video mache. Legen wir los mit dem Thema Stricken, Kreativität. Stricken ist auf jeden Fall eine kreative Kunstform, die sowohl handwerkliches Geschick als auch künstlerische Freiheit vereint. Doch woher kommt Kreativität und was bedeutet es überhaupt, kreativ zu sein? Kann man Kreativität üben, um mehr Spaß am Stricken zu haben und auch seine Garderobe sehr vielfältig selbst zu gestalten? Das schauen wir uns heute zusammen an. Ihr könnt auch erleichtert sein, denn ich werde beide Videos Teil 1 und Teil 2 gleichzeitig posten. Das heißt, ihr müsst nicht auf Teil 2 warten. Es ist bereits für euch da und ihr könnt es einfach anschauen. Natürlich empfehle ich euch, Teil 1 zu gucken zuerst und dann Teil 2. Trotzdem könnt ihr Teil 2 verstehen, ohne Teil 1 geguckt zu haben. Und ja, schaut am besten auf jeden Fall beide Teile. Kreativität ist eine sehr wichtige menschliche Eigenschaft, die die Entwicklung von innovativen Produkten, neuen Ideen und Problemlösungen ermöglicht. Das Konzept der Kreativität ist jedoch wegen seiner Komplexität etwas schwer nachzuvollziehen, schwer greifbar und auch sehr, sehr schwer zu messen. Kreativität wirft sehr viele Fragen auf. Zum Beispiel, welche Eigenschaften machen ein Kunstwerk oder ein Produkt zu einem kreativen Objekt? Wer ist überhaupt kreativ und wer ist auch in der Lage zu beurteilen, ob andere Menschen oder Objekte, Kunstwerke kreativ sind oder nicht? Das werden wir uns anschauen. Beantworten, etwas schwierig, das kann ich euch nicht versprechen, dass ich diese Fragen beantworten kann, aber auf jeden Fall kann ich euch einige Ideen und Ansätze geben, um der Antwort ein bisschen näher zu kommen. Im ersten Teil dieses Videos geht es vor allem darum, Kreativität grundlegend zu verstehen, uns erste allgemeine Eigenschaften von Kreativität anzugucken, das heißt, die Bedeutung von Kreativität etwas besser nachzuvollziehen und daraus leitet sich dann auch ein möglicher kreativer Prozess ab, den ich euch vorschlage, den ich in der Literatur gefunden habe. Natürlich gibt es da verschiedene Wege, an Kreativität heranzugehen und kreative Prozesse in Gang zu setzen und auch durchzuführen. In diesem Video schlage ich euch eine Möglichkeit vor und werde es anhand eines Beispiels dann auch machen. Dieses Beispiel ist die Jacke Folie Bleue. Die Jacke Folie Bleue kennt ihr mit Sicherheit bereits. Über diese Jacke habe ich ein Tutorial gemacht, ich glaube schon vor über einem Jahr und auf diesem Channel veröffentlicht. Geht euch auch gerne dieses Tutorial anschauen. Ihr müsst es aber nicht geguckt haben, um dieses Video hier zu verstehen. Ihr könnt es auch erst im Nachhinein gucken. Es existieren also mehrere Ansätze, um Kreativität zu verstehen, zu beschreiben, zu generieren und auch zu evaluieren. Einen allgemeinen Konsens konnte ich aber schon während meiner Recherchen finden, denn es ist nicht möglich, etwas Kreatives, etwas Neues ex nihilo zu schaffen, das heißt aus dem Nichts.
zu schaffen. Stattdessen basieren kreative Ergebnisse aus der Kombination vorhandener Elemente und es gibt natürlich unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten. Man spricht ja auch von kombinatorischer Explosion, wenn die Anzahl der Ideen in einem Objekt oder in einem Satz oder Projekt steigt, also die Anzahl der Möglichkeiten, Kombinationen dieser ursprünglichen Idee exponentiell ansteigt. Eine kombinatorische Explosion kann passieren, wenn man seine Kreativität mit einem offenen Ende ausübt. Zum Beispiel beim Brainstorming oder wenn ein Künstler vor einer weißen Leinwand steht und absolut alle Möglichkeiten offen stehen. Das heißt, alle Ideen sind erlaubt und willkommen, ohne jegliche Regeln oder Einschränkungen. Im Falle der Jacke Folie Bleue stand ich also vor meiner Vitrine, in der ich meine Garne aufbewahre, nämlich vor dieser Vitrine, und fragte mich, was möchte ich als nächstes stricken. Beim Stricken und bei anderen kreativen Prozessen kann es sehr, sehr hilfreich sein, interne oder externe Einschränkungen zuzulassen oder einzuführen, das heißt Regeln sich vorzunehmen oder aufzustellen, damit man auch zielführend arbeitet. In der Kreativitätsforschung, zumindest in den Artikeln, die ich gelesen habe, spricht man bei einem kreativen Prozess von einer Problemfindung, Problemkonstruktion und Problemlösung. Das klingt jetzt schon ziemlich technisch, deswegen gehe ich jetzt erstmal zu den Grundlagen zurück. Also back to basics. Grob gesagt ist Kreativität die Fähigkeit, etwas zu erschaffen, was neu oder originell ist und dabei auch nützlich ist. Das Wort selbst, das heißt seine Etymologie, führt uns zurück zum lateinischen creare mit den Bedeutungen erschaffen, erzeugen, erwählen oder schaffen, zeugen, wählen. In seinen jüngeren Bedeutungen im Sinne von erschaffen, schaffen, erfinden ist es dagegen entlehnt aus dem französischen créer, das auch aus dem Lateinischen stammt. Wiederkehrend in meiner Recherche waren die 4 Bausteine der Kreativität, die in den 1960er Jahren von dem Wissenschaftler Mel Rhodes definiert wurden. Diese 4 Bausteine der Kreativität sind auch als die 4 Ps der Kreativität bekannt. Im Deutschen trifft es fast zu, bei 3 Wörtern trifft es zu, beim letzten nicht. Und diese 4 Ps schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Nummer 1 ist die kreative Person. Kreative Menschen zeigen oft bestimmte Persönlichkeitsmerkmale wie Offenheit, Autonomie, Selbstbewusstsein und Neugier. Sie haben die Fähigkeit, Ambiguität zu tolerieren, zeigen Beharrlichkeit und sind intrinsisch motiviert. Darüber hinaus spielt divergierendes Denken, das heißt die Fähigkeit, viele unkonventionelle Ideen zu entwickeln, eine wichtige Rolle bei kreativen Denkprozessen. Nummer 2, der kreative Prozess. Kreative Prozesse verlaufen oft unbewusst und können in Phasen wie Vorbereitung, Inkubation, Einsicht und Verifikation unterteilt werden. Wichtige Elemente des kreativen Prozesses sind das Zusammenspiel von konvergentem und divergentem Denken sowie die Nutzung von Ruhepausen für kreatives Denken, zum Beispiel im Schlaf oder wenn man spazieren geht. Drittens, das kreative Produkt. Kreative Produkte werden anhand von Originalität und ihrer Relevanz für die jeweilige Zeit oder den Kontext bewertet. Neben dem Zeitgeist spielen auch objektive Eigenschaften eine Rolle bei der Beurteilung. Kreativität in der Kunst oder Mode verlangt oft einen Bruch mit der Norm, um Innovation voranzutreiben. Und Nummer 4, das kreative Umfeld, auf Englisch Creative Press oder Press, im Sinne von Umgebung oder Situationseigenschaften. Das heißt, sowohl das direkte Arbeitsumfeld als auch das kulturelle und soziale Milieu beeinflussen Kreativität. Ein kreatives Klima erfordert intellektuelle Anregung und positiven Austausch. Kreative Milieus fördern den Austausch und kollektive Lernprozesse. In Krisenzeiten kann zum Beispiel materielle Knappheit die Kreativität in Gang setzen, indem sie einen zu innovativen Lösungen zwingt. Beim Stricken könnte so ein Fall auftreten, wenn ich zum Beispiel nur noch einzelne Garnstränge von handgefärbtem Garn übrig habe und mir eben nichts Neues kaufen kann oder möchte, aber trotzdem diese unterschiedlichen Garnstränge in unterschiedlichen Farben miteinander kombinieren möchte und ein schönes, nützliches, originelles, funktionales Kleidungsstück oder Accessoire erhalten möchte. Oder wenn ich zum Beispiel im Fall der Jacke Folie Bleue nur noch Reste zur Verfügung habe oder eben nur meine Reste verwenden möchte.
Diese Bausteine verdeutlichen, dass Kreativität aus einer komplexen Interaktion von Persönlichkeit, Umgebung, Prozessen und Ergebnissen entsteht. Darüber hinaus kann Kreativität durch unterschiedliche Rahmenbedingungen in Gang gesetzt werden. Deswegen spricht man einerseits von Alltagskreativität und auch von herausragender Kreativität. Diese zwei Typen der Kreativität unterliegen jeweils unterschiedlichen Maßstäben. Bei alltäglicher Kreativität geht es eher um den Nutzen für die kreative Person selbst. Das heißt, um die Lösung von einem alltäglichen Problem oder bei der Verarbeitung von negativen Erfahrungen. Ein einfaches Beispiel wäre zum Beispiel, wenn ich gerade keine Zeit habe, einkaufen zu gehen und nur noch mit dem Gemüse, das ich im Kühlschrank übrig habe, kochen möchte und trotzdem es schaffe, ein leckeres Gericht vorzubereiten, ohne eben nach Rezept meine Zutaten einkaufen zu gehen. Ein anderes Beispiel wäre, wenn ich eine Anleitung nachstricke und leichte Modifikationen einbaue bei diesem Design, das ich mir zwar gekauft habe, aber trotzdem zum Beispiel ein anderes Garn verwende oder eine andere Farbe verwende oder ganz leichte Modifikationen in diesem Design mache. In diesem Fall würde ich von alltäglicher Kreativität sprechen. Kreative Leistungen werden meistens als solche anerkannt, wenn sie auf die eine oder andere Art und Weise eben nützlich für andere Menschen sind und nicht nur für einen selbst. Entsprechend ist herausragende Kreativität eben nützlich und hilfreich auch für andere Menschen und nicht nur für einen selbst, sondern erweist auch einen Nutzen für andere Menschen. Bei herausragender Kreativität geht es also eher darum, wie andere Menschen die Kreativität von einem selbst bewerten und wie die Problemlösungsfähigkeit einer einzelnen Person eben eingeschätzt wird. Als herausragende Kreativität würde ich dann schon eher das komplette Design und das komplette Designprozess von einem komplett neuen Kleidungsstück einordnen. Bei Alltagskreativität kann es auch sein, dass man zum Beispiel eine Aufgabe löst, wo die Problemlösung schon vorgegeben ist, wie das eben der Fall bei einer fertigen Anleitung ist, die ich zum Beispiel kaufe. Im Gegensatz dazu dient schöpferische Kreativität der Erkundung künftiger Möglichkeiten und wird eben mit herausragender Kreativität gleichgesetzt. Kurzes Zwischenfazit: In der Forschung wird Kreativität als Problemlösung betrachtet, die durch Einschränkungen charakterisiert wird. Dabei gibt es, wie schon ganz kurz angerissen, zwei Problemtypen. Probleme mit einem offenen Ende und Probleme mit einem geschlossenen Ende. Das sind zwei verschiedene Problemtypen. Bei Problemen mit geschlossenem Ende wird die Lösungsfindung eben bereits vorgegeben. Mit anderen Worten ist die Problemlösung in der Problemstellung bereits integriert, ähnlich wie bei einer Strickanleitung, die ich kaufe. Ich möchte das Design stricken, das ich auf dem Foto sehe. Ich kaufe mir also die Anleitung, folge Schritt für Schritt dieser Einleitung, um fast dasselbe Ergebnis zu erhalten. Meine Kreativität drückt sich dann unter anderem durch die Garnwahl, die Farbwahl, mögliche kleine Modifikationen und auch durch meine handwerklichen Fähigkeiten aus. Bei Problemen mit offenem Ende habe ich einen viel weiteren Handlungsspielraum. Hier würde ich eben die Kreation eines kompletten neuen Designs einordnen. Denn ich habe die Möglichkeit, meiner Kreativität komplett freien Lauf zu lassen, Kriterien selbst aufzustellen und Lösungen für dieses selbst aufgestellte, selbst geschaffene Problem zu finden, um das Kleidungsstück zu erhalten, das eben in meiner Vorstellung zustande gekommen ist. Nehmen wir also an, ich möchte ein Strickdesign erschaffen. Ich habe eine erste Idee im Kopf, nämlich eine grobe Vorstellung. Ich möchte eine Jacke stricken. Wir haben also bereits ein Kriterium oder eine Einschränkung für einen kreativen Prozess aufgestellt. Denn ich möchte eben eine Jacke stricken und keinen Pullover. Kreativität ist also ein dynamischer Prozess, bei dem ich Einschränkungen und Kriterien aufstelle, die aus unterschiedlichen Gründen oder Quellen zustande kommen können. Dazu aber auch gleich mehr. Diese Kriterien können entweder durch Assoziation oder durch Vermeidung Schritt für Schritt herausgearbeitet werden. Assoziation bedeutet, dass ich Kriterien miteinander addiere oder miteinander kombiniere. Zum Beispiel möchte ich eine Jacke in vielen verschiedenen Blautönen stricken. Vermeidung bedeutet, dass meine Kriterien durch Ausschlussverfahren zustande kommen. Zum Beispiel, ich möchte ein Sommerprojekt stricken und es soll kein Pullover werden. Denn ich möchte es nicht über den Kopf ziehen müssen, also entscheide ich mich für eine Jacke. Neuartigkeit und Nützlichkeit sind allgemein akzeptierte Kriterien für Kreativität. Sie erfüllen jedoch unterschiedliche Funktionen.
Das Neuheitskriterium ist ein ausschließendes Kriterium und es verlangt, dass kreative Ideen sich eben von bestehenden unterscheiden. Es fördert eine explorative Suche nach originellen Ansätzen, indem es lediglich vorschreibt, dass es sich unterscheiden muss oder dass es vermeiden muss, bereits existierende Lösungen zu wiederholen. Nützlichkeit hingegen ist ein fokussierendes Kriterium, das angibt, was als funktional und wertvoll gilt. Dieses Kriterium kann jedoch nach Kontext variieren, etwa als Sinnhaftigkeit, Effektivität oder Angemessenheit und wird eben von der jeweiligen Aufgabe bestimmt. Obwohl Nützlichkeit im ersten Moment weniger klar erscheint, bietet es dennoch engere Richtlinien als das des Neuheitskriteriums, indem es eine präzise Vorstellung davon vermittelt, welche Lösungen als erfolgreich angesehen werden können. Bei Neuartigkeit würde ich eben die Kreation eines komplett neuen Designs sehen, während ich bei der Nützlichkeit eher so das Nacharbeiten oder die eigene Interpretation von einem bereits existierenden Designs einordnen würde. In kreativen Prozessen kann man eben das Neuheitskriterium oder das Nützlichkeitskriterium als Ausgangspunkt verwenden. Bei offenen und künstlerischen Fragen wird eben eher die Neuheit in den Vordergrund und als Ausgangspunkt verwendet, was zu einem flexiblen und experimentellen Prozess führt. Ein Beispiel hier wäre zum Beispiel das Brainstorming, wo zunächst ganz viele Ideen gesammelt werden, die dann im nächsten Schritt auf ihre Nützlichkeit eben überprüft werden. Diese Herangehensweise könnte man als Trial and Error, also als Versuch und Irrtum, auch bezeichnen. In geschlossenen Aufgaben, wo eben die Nützlichkeit im Vordergrund steht, beginnt der Prozess oft damit, bereits bewährte, funktionale Lösungen zu identifizieren. Neuartige Ideen entstehen dann durch Modifikation oder durch die Übertragung nützlicher Lösungen in einen anderen Kontext. Zum Beispiel, ich finde ein bestimmtes Design toll, es hat aber eben lange Ärmel und einen Rollkragen. Ich möchte es aber für den Sommer adaptieren. Das habe ich zum Beispiel bei dem Oberteil gemacht, das ich gerade trage. Das ist original eine Anleitung von Carol Feller. Das Design heißt Rito. Ich füge euch ein Foto ein von dem Design. Das hat eben lange Ärmel und ist hinten auch durch verkürzte Reihen das Rückenteil verlängert, so in einer runden Form. Das wollte ich aber eben nicht, weil ich wollte eher das für den Sommer adaptieren. Deswegen habe ich hier kurze Ärmel gemacht. Ich habe auch ein sommerlicheres Garn verwendet, nämlich Seide. Und hinten zwar hier eine Split-Hem gemacht, aber das Hinterteil oder das Rückenteil, Entschuldigung, ist kaum länger als das Vorderteil. Und ich habe diese Rundung hier auch nicht gemacht. Das wäre zum Beispiel ein kreativer Prozess, der sich eher auf Nützlichkeit fokussiert hat. Dieser Ansatz ist eben zielgerichteter und nutzt bestehende Erkenntnisse, um innovative, aber gleichzeitig auch praktische Lösungen zu entwickeln. Achtung, Nützlichkeit und Neuartigkeit schließen sich nicht gegenseitig aus. Es geht mehr darum, dass man in seinem Projekt das eine oder das andere eben mehr gewichtet oder Priorität gibt. Zum Beispiel habe ich bei dem Projekt Folie Bleue viel mehr auf Neuartigkeit die Gewichtung gesetzt und bei diesem Projekt hier zum Beispiel viel mehr auf die Nützlichkeit. Es geht bei kreativen Prozessen vor allem darum, die für einen selbst passende Balance zu finden zwischen Nützlichkeit und Neuartigkeit. Ein kreativer Prozess kann also in 3 Etappen unterteilt werden, die ich bereits schon kurz erwähnt habe. Dieses hier ist nur ein Vorschlag, wie ihr es machen könnt. Natürlich gibt es andere Methoden, die ihr anwenden könnt, um einen kreativen Prozess für euch zu erstellen und dadurch euer Strickprojekt zu planen und dann auch durchzuführen. Etappe Nummer 1 ist also die Problemfindung. Die Problemfindung umfasst bewusste kreative Prozesse, bei denen Individuen Probleme entweder präsentiert bekommen, sie entdecken oder auch selbst erschaffen. Vorhandene Probleme werden von anderen definiert und erfordern, dass der Problemlöser sie anerkennt. Entdeckte und geschaffene Probleme hingegen beginnen ohne klare Problemstellung und müssen erst identifiziert und definiert werden. Die Problemfindung ist dabei eine Suche nach Einschränkungen, die den kreativen Prozess auf ein bestimmtes Problem fokussieren. Paradoxerweise kann aber auch das Fehlen von einem spezifischen Problem
selbst das Problem darstellen. Das bedeutet, ein leeres Dokument oder eine leere Leinwand symbolisieren das unbegrenzte Feld an Möglichkeiten, das durch Einschränkungen strukturiert wird, um ein lösbares Problem zu schaffen. Mein Problem ist also sozusagen, dass ich ganz viele Wollreste habe, die ich gerne verarbeiten möchte. Das bringt mich eben zurück zu meiner Jacke Folie Bleue, die ich in Blautönen stricken möchte. Ich sitze also vor meinem Korb an Resten. In diesem Korb habe ich ganz viele kleine Knäuel, die ich über die Jahre gesammelt habe. Ich habe viele verschiedene Farben, Texturen, Garnstärken. Ja, ein großer Korb voll mit kleinen Wollknäuel und Resten, die über die Jahre zusammengekommen sind. Ich sortiere alle blauen Knäuel heraus und stelle fest, dass ich wahrscheinlich nicht genug habe, um eine komplette Jacke zu stricken. Und auch beim Anblick aller blauen Wollknäuel denke ich, vielleicht ist es auch ein bisschen fad und ein bisschen langweilig. Selbst wenn ich viele verschiedene Blautöne verwende, fände ich es gut, noch eine Kontrastfarbe dazu zu haben. Deshalb werde ich im nächsten Schritt die Kontrastfarbe von Blau heraussuchen. Okay, es sind gelb-orangene Töne, also sortiere ich aus meinem Wollkorb von meinen Resten auch die gelben und die orangenen Knäuel heraus. Etappe Nummer 2, die Problemkonstruktion. Die Problemkonstruktion erfordert eben bei offenen Problemen in der Anfangsphase eine Strukturierung, um den Problemlösungsprozess, das heißt den kreativen Prozess, zu erleichtern. Dieser Schritt hängt sehr stark davon ab, welche Fragen sich der Problemlöser, also die Strickerin, das heißt ich, mir in diesem Moment gestellt habe. Die Problemkonstruktion ist eben sehr stark durch persönliche Vorlieben, Kenntnisse, Erfahrungen, soziale Identität und vorhandenes Wissen sehr stark geprägt, und das kann eben bei jedem Menschen zu unterschiedlichen individuellen Problemlösungswegen führen. Diese Variabilität schafft die Grundlage für eine große Vielfalt alternativer Darstellungen und Ergebnisse. Deswegen finde ich es auch so toll, wenn ich bei Ravelry ein Design entdecke, das mir besonders gut gefällt und ich dann bei Projekten gucke, wie haben andere Strickerinnen dieses Projekt gestrickt. Wie haben sie dieses Problem sozusagen gelöst? Wie sind sie an diese Anleitung herangegangen? Welche kleinen Modifikationen haben sie gemacht? Welches Garn haben sie gewählt? In welcher Farbe haben sie es gestrickt? Welche Anpassungen haben sie gemacht, damit dieses Design gut zu ihrer Körperform passt, bequem ist und jeder einzelnen Person eben individuell gefällt. In der Problemkonstruktion füge ich also weitere Einschränkungen oder Kriterien hinzu, wie gesagt, meine Körpergröße, meine Maße, die Verteilung der ausgewählten Farben, die Tatsache, dass ich eben eine Jacke für die kalten Monate machen möchte und so weiter. So, ich rutsche immer weiter nach hinten. Ich hoffe, ich werde irgendwann nicht in die Wand rein müssen, damit ich die Sonne nicht im Gesicht habe. Und weiter geht's mit Etappe Nummer 3 des kreativen Prozesses. Es handelt sich nämlich um die Problemlösung, die entweder durch konvergierendes Denken oder durch divergierendes Denken erreicht werden kann. Bei ersterem geht es darum, Ideen miteinander zu assoziieren, während es bei dem zweiten darum geht, Möglichkeiten auszuschließen. Wir haben eben schon über Assoziation und Vermeidung gesprochen. Darum geht es eben bei konvergierendem und divergierendem Denken. Bei der Assoziation oder bei der assoziativen Ideengenerierung schaffen wir eben Einschränkungen und Ankerpunkte in einem größeren Suchraum, die die Kreativität eben leiten. Bei der Ideenbewertung durch Ausschlussverfahren helfen Einschränkungen dabei, die generierten Ideen auf diejenigen einzugrenzen, die das größte Potenzial haben, das spezifische Problem zu lösen. Dadurch wird der Prozess der Problemlösung strukturierter und zielgerichteter. Welche Herangehensweise man wählt, hängt mit Sicherheit von individuellen Vorlieben oder auch von äußeren Bedingungen ab. Beim Stricken ist es jetzt so, dass ich während der Projektplanung, das heißt bevor ich anfange zu stricken, bereits alle Probleme gelöst habe und alle Einschränkungen aufgestellt habe. Bei Folie Bleue zum Beispiel habe ich eben angefangen zu stricken, Vorderteil und Rückenteil mit den blauen Resten und den Kontrastfarben Blau-Orange. Ich wusste aber, dass womöglich das Garn, das ich habe, nicht ausreichen wird, um die komplette Jacke fertigzustellen. Und ich habe auch nicht alle blauen Reste verwendet, denn ich wollte die Texturen, die ich einbaue in Folie Bleue, auch ein bisschen begrenzen und nicht alle Garntexturen in meiner Jacke haben, wenn auch ich zum Beispiel
handgesponnene Garne verwendet habe, die ich selbst gesponnen habe, oder auch Bouclé-Garn, was schon einiges an Textur mitbringt. Außerdem fand ich dann, dass Vorderteil und Rückenteil schon sehr unruhig waren und schon ein toller Eyecatcher sind. Deswegen wollte ich gerne ein unifarbenes dunkelblaues Garn dazu kaufen, um das Ganze etwas einzurahmen und vielleicht auch alltagstauglicher zu machen. Deshalb habe ich dann bei der Jacke Folie Bleu an den Seiten die Ärmel und auch den Schalkragen in einem unifarbenen dunkelblauen Garn von Woven Felted Tweed gestrickt, das ich eben extra dazu gekauft habe. Diese Einschränkung oder dieses Kriterium ist eben erst mit der Zeit im Strickprozess, im kreativen Prozess entstanden und hatte ich nicht von vornherein geplant. Durch Ausschlussverfahren habe ich mich eben entschieden, mich auf das Farbenspiel zu fokussieren und keine komplexen Muster zu integrieren, sondern die Farben eben durch Marling und durch verkürzte Reihen auf interessante Art und Weise miteinander zu kombinieren und auch im gesamten Strickprojekt zu verteilen. Ich habe meistens glatt rechts gestrickt, ich habe ein paar Krausrippen integriert und 2 rechts, 2 links Rippen gestrickt, sowie auch mit verkürzten Reihen eben die Farben auf eine spannende, interessante Art und Weise auf dem Rückenteil und Vorderteil verteilt. Wenn Strickerinnen unter euch den Schritt zum Strickdesign wagen möchten, sei es um Anleitungen zu veröffentlichen oder einfach nur für einen selbst das mal auszuprobieren, kann ich euch eben empfehlen, diese 3 Etappen in Betracht zu ziehen, um euren Designprozess etwas zu strukturieren. Zum Beispiel könnt ihr eine Tabelle verwenden mit den verschiedenen Eigenschaften, die euer Design haben soll. Dafür könnt ihr zum Beispiel die Suchkriterien des Ravelry-Filters verwenden. Die sind wirklich super, super hilfreich. Über die Ravelry-Suchfunktion habe ich auch ein Video gemacht. In der Suchfunktion findet ihr eine Menge Kriterien, wie ihr ein Kleidungsstück konstruieren könnt, konzipieren könnt oder auch ein Accessoire. Ich mache euch mal kurz ein fiktives Beispiel, damit ihr eine Idee habt, indem ich mich durch einen Fragenkatalog durcharbeite, das ich eben jetzt ganz spontan aufstelle. Zum Beispiel habe ich zur Auswahl eine Jacke, ein Pullover, ein T-Shirt, ein Kleid oder eine Weste und ich entscheide mich aus Gründen XY einen Pullover zu stricken. Machen wir weiter mit der Konstruktion. Ich habe bereits Erfahrung mit Bottom-Down-Pullovern ohne Nähte zu stricken. Das heißt, ich habe die Auswahl zwischen einer Rundpasse, einem Raglan und einer Sattelschulter. Diese Kriterien, die habe ich alle aus dem Ravelry Suchfilter verwendet. Das könnt ihr also gerne selbst so durchprobieren. Zwischen der Rundpasse, dem Raglan und der Sattelschulter entscheide ich mich eben am Ende für die Rundpasse. Als nächstes entscheide ich mich für das Muster. Bei Ravelry habe ich zum Beispiel gefunden Colorwork, Zopfmuster, Lochmuster, glatt rechts und Rippenmuster. Was möchte ich machen? Wie wähle ich das aus? Mein Auswahlprozess kann folgendermaßen aussehen. Zopfmuster machen mir keinen Spaß, habe ich schon mal gemacht, finde ich nicht so toll. Lochmuster habe ich noch nie gemacht, daher entscheide ich mich am besten für Colorwork. Da habe ich schon Erfahrung und ich weiß, es macht mir Spaß. Ich weiß auch, ich werde einige entweder Anleitungen finden oder auch in der Lage sein, weil ich schon so viel Übung habe mit Colorwork und mit Rundpasse, weiß ich auch, dass Rundpasse und Colorwork gut zusammenpassen. Deshalb ist das für mich einfach die naheliegendste Problemlösung. Oder ein anderer Entscheidungsweg, Argumentationsweg könnte sein, ich habe noch nie Lochmuster gestrickt und deswegen möchte ich das gerne ausprobieren. Also wird mein nächstes Design oder mein nächstes Strickprojekt ein Kleidungsstück mit einer Rundpasse, Bottom Down, mit einem zum Beispiel schönen Lochmuster in der Rundpasse. Da gibt es auch einige Designs, könnt ihr bei Ravelry finden oder ihr könnt auch selber euch was ausdenken, indem ihr, und hier stelle ich noch weitere Kriterien auf, zum Beispiel eine Mustersammlung heranzieht von Barbara G. Walker und da ein Lochmuster euch aussucht, wie ich es zum Beispiel hier gemacht habe, obwohl ich dieses Lochmuster von der Japanese Knitting Stitch Bible habe. Das wäre zum Beispiel auch eine Option. Auf diese Weise könnt ihr eben eine ganze Reihe von Kriterien aufstellen, bis ihr zur richtigen Problemlösung für euch selber findet. Zentral beim Stricken ist natürlich auch die Garnwahl und es macht natürlich einen sehr, sehr großen Unterschied, ob das Garn vor der Projektplanung schon vorhanden ist oder ob ihr das erst im Nachhinein besorgen wollt oder auch vielleicht selbst
selbst spinnen und verzwirnen wollt. Das kann natürlich auch sein. Wenn das Garn vor dieser Kriterienaufstellung und diesem kreativen Prozess eben schon vorhanden ist, dann müsst ihr diese Einschränkungen von vornherein auch mit berücksichtigen. Denn manche Garne sind besser für Lochmuster geeignet, andere sind besser für Colorwork geeignet, andere sind besser für Zopfmuster geeignet. Die Muster kommen einfach unterschiedlich gut zur Geltung und natürlich spielen auch Garnstärke, eben die Textur und vielleicht auch die Menge an Garn, die ihr zur Verfügung habt. Das alles spielt eben auch eine Rolle und addiert neue Einschränkungen, Kriterien, die ihr eben bei eurem kreativen Prozess berücksichtigen müsst. Es kann natürlich auch sein, und das ist auch ein glücklicher Fall, dass ihr erst euren kreativen Prozess macht, diese ganzen Fragen für euch beantwortet, am besten aufschreibt, vielleicht in einer Tabelle zum Beispiel oder einfach auf einem Blatt Papier, das ihr am besten nicht verliert. Denn auch ein wichtiger Tipp, es ist immer hilfreich beim Stricken, vor allem wenn ihr Projekte improvisiert, immer euch Notizen zu machen. Wenn ihr nach Anleitung strickt, ist es auch immer sehr hilfreich, euch am Rand noch Notizen zu machen oder Dinge zu unterstreichen und so weiter. Das ist ein wichtiger Tipp. Wenn das Garn eben noch nicht zur Verfügung ist und ihr eure schöne Liste schon gemacht habt an Kriterien, die ihr aufgestellt habt, für eure Problemlösung sozusagen, dann habt ihr den glücklichen Fall, dass ihr dann erst danach losgehen könnt und das passende Garn für eure Idee dann finden könnt. Da ist es natürlich auch hilfreich, wenn man sich zum Beispiel beraten lässt im Wollgeschäft und seine Ideen dann da schon mitbringt. Ich hoffe, ich konnte euch im ersten Teil dieses Videos über Kreativität, neue Ansätze und kreative Lösungswege aufzeigen, die für euch hilfreich sein könnten, wenn ihr eben gerne strickt oder andere kreative Hobbys, Handarbeitshobbys praktiziert. Natürlich handelt es sich immer um einen ganz persönlichen Prozess und ich hoffe, dass ihr einen Mehrwert aus diesem Video zieht, wie ihr euch euren ganz persönlichen kreativen Prozess vielleicht verbessern könnt, unter Umständen vielleicht auch schneller machen könnt. Denn wir wollen gerne so viel Zeit wie möglich mit Stricken verbringen und weniger mit Projektplanung, obwohl die Projektplanung wirklich immer sehr, sehr wichtig ist. Egal, ob ihr eine fertige Anleitung kauft oder euch eben selber was ausdenkt, ist es wirklich wichtig, vorher sich Gedanken zu machen und zu planen und einfach nicht wild Maschen anzuschlagen. Das geht oft schief oder man erhält eben kein passendes Kleidungsstück am Ende. Natürlich hängt dieser kreative Prozess auch sehr von persönlichen Vorlieben ab oder auch anderen Einflüssen, denen man unter Umständen ausgesetzt ist, sei es aus der Umgebung, dem Ort, wo man lebt oder auch kulturelle Einflüsse. Auf diese Aspekte möchte ich gerne im zweiten Teil des Videos eingehen und ja, deswegen lade ich euch ein, Teil 2 zu schauen. Teil 2 ist auch bereits online. Schaut es gerne gleich im Anschluss oder tut es in eure später ansehen Playlist, damit ihr das nicht verpasst, dann könnt ihr das auch zum Beispiel morgen angucken. Also, vielen Dank, dass ihr dabei seid und bis gleich. Ciao!